und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS Speicher TV. Wir sind heute nicht in den heimischen Gefilden in Einbeck, sondern wir sind in Baden-Württemberg. Und zwar bei der Klassikgala in Schwetzingen beim 17. Internationalen Concours d'Elegance. An dem nehmen wir teil, und zwar mit diesem Auto hinter mir. Das ist ein Maybach SW 38. Das SW in SW 38 steht für Schwingachsenwagen und die 38 ist ein Verweis auf den Motor. 3,8 Liter Hubraum leistet der Sechszylinder. Es gab noch den SW 35 und den SW 42 mit 3,5 und 4,2 Liter Hubraum, aber alle Motoren leisteten 140 PS. Die Karosserie dieses 1936er Cabrios stammt von der Firma Spohn aus Ravensburg. Spohn war ein Karosseriebaubetrieb, wie es viele gab zu der Zeit. Es gab noch Erdmann und Rossi, es gab Gläser und es war gang und gäbe, dass diese Firmen in den 20er und 30er Jahren für betuchte Kunden auf vorhandene Fahrgestelle verschiedene Karosserievarianten bauten. Das hier ist keine Tanzanleitung für ein Disco-Fox, das hier ist ein Schaltschema für das Getriebe des Maybach SW 38. Der SW 38 hat nämlich ein ganz besonderes Getriebe, es ist ein DSG-Getriebe. Das DSG steht nicht für Direktschaltgetriebe, was ihr vielleicht vermutet, es steht für Doppelschnellganggetriebe. Der SW 38 hat zwei mechanisch einlegbare Schaltgruppen für den Vorwärtsgang, eine kleine Gruppe, eine große Gruppe mit jeweils 4 pneumatischen Untergängen, das gleiche auch für den Rückwärtsgang. Insgesamt hat der Maybach SW 38 12 Gänge. Ein Teil der Konkursveranstaltung hier in Schwetzingen steht unter dem Motto 100 Jahre Maybach Automobile. Unser SW 38 ist also in bester Gesellschaft. Insgesamt stehen hier 9 Maybachs. 1921 kam mit dem W3 der erste Maybach-Pkw auf den Markt. Er war der Grundstein für den technisch innovativen und luxuriösen Ruf der Marke. Bei mir ist jetzt Johannes Hübner. Johannes ist Organisator und Initiator der Klassikgala in Schwetzingen. Hallo Johannes, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja. Es ist super Wetter, es sind tolle Autos da, es ist qualitativ wirklich sehr hochwertig. Was ist das Geheimnis des Erfolges der Klassikgala in Schwetzingen? Vielleicht ist es zuerst vor allem Glück. Glück, dass man dieses wunderbare Wetter hat. Und als wir ab 1995 einen Platz gesucht haben, wo man einen solchen Konkurs machen könnte, waren wir in fast allen großen Parks in Deutschland. Und am Schluss ist die Wahl auf Schwetzingen gefallen, weil es der einzige große kreisrunde Achsengarten ist mit 400 Metern Durchmesser, wo man in den Tortenstückchen, so wie auf einer Pizza, den verschiedenen Belag nach Jahrzehnten aufstellen kann. Das heißt, nur bei uns gibt es diese Zeitreise, die beginnt in den Nullerjahren, geht dann in die 20er, die 30er, die 40er und auf der anderen Seite der Mittelachse dann in die 50er, 60er und 70er Jahre. Und das ist der zweite Teil des Glücks. Denn in Corona-Zeiten müssen alle große Abstände voneinander halten. Wir haben bis zu 17 Meter breite Wege. Wir haben die Möglichkeit, in Doppelwegen dahin und dort zurückzugehen. Kurzum, wir konnten schon im letzten Jahr trotz Corona machen und in diesem Jahr auch wieder. Aber das kommt natürlich auch hinzu, es müssen ja interessante Autos da sein, sonst will es keiner sehen. Und deswegen sind wir unheimlich dankbar, dass seltene und interessante Autos kommen, aus ganz Deutschland, sogar aus Europa. Und was uns diesmal besonders gefreut hat, dass aus dem PS-Speicher in Einbeck ein ganz seltener Maybach SW 38 mit Spohn-Karosserie gekommen ist, der uns hier sonst gefehlt hätte. Wir machen 100 Jahre Maybach und dann ist natürlich ein Geschenk, wenn man so ein Auto bekommt. Du hast es eben gesagt, wir feiern 100 Jahre Maybach-Automobil. Benz und Daimler kennen die meisten. Maybach ist für viele eher unbekannt. Deiner Meinung nach, wie ist Maybach einzuschätzen, was die Automobilhistorie angeht? Maybach ist eigentlich eine Marke wie ein Kronjuwel. Es gab die Autos ja nur 20 Jahre. 1921 wurde der erste Maybach als W3 in Berlin auf der Autoausstellung präsentiert, der Grund fürs Jubiläum. 1941 war schon Schluss. Wilhelm Maybach, der Senior, hat immer gesagt, wir bauen nur das Beste und nur Oberklasse. Er hat seinen Sohn Dr. Karl eben studieren lassen. Der war ein begnadeter Ingenieur und hat alles umgesetzt, was Vater und Sohn sich so gemeinsam ausgedacht haben. Und damit haben sie sich ganz schnell einen Ruf erworben, für die Zuverlässigkeit und Qualität von Motoren für den Luftschiffbau sorgen zu können. Darum heißt das Spitzenmodell ja auch Zeppelin, obwohl kein Maybach-Automotor je in einem Zeppelin gewesen ist. Aber man wollte damit deutlich machen, dass es extrem leistungsfähig, extrem zuverlässig, aber eigentlich auch nicht unbedingt leicht.
Der Maybach hat eine ganz besondere Stellung, während nämlich der Horch im Allgemeinen, sagen wir mal, sich eher so etwas bäuerlich fährt. Der Mercedes sich durchaus sportlicher geben will, ist der Maybach sehr gediegen. Und das haben ja die beiden, Vater und Sohn, auf irre Weise umgesetzt. Sie haben dieses Doppelschnellganggetriebe, was unsere Leute, die Autos hier bewegen sollen, zur Verzweiflung treibt, erfunden, mit dem man im Prinzip in den Anfangszeiten der Autobahn schon wusste, man kann auch mal auf Dauer 140, 150 fahren. Es hat ja gar nicht so viele Modelle gegeben. Nach der W-Reihe kamen dann im Allgemeinen schon die SW. Darüber sind natürlich die DS wie der DS8, der Zeppelin mit dem 12-Zylinder-Motor. Und dann gibt es Varianten davon. Und es sind ja leider von den ungefähr, man schätzt 2200 gebauten Maybach, überhaupt nur etwa 160 noch weltweit vorhanden. Dann ist es natürlich schon toll, wenn man mal so einen Querschnitt hat. Eine Pullman-Limousine, die für einen portugiesischen Botschafter gedient hat, noch lange nach dem Krieg, dann auch in den 50er Jahren sogar eingesetzt war. Oder eben auch so ein Cabriolet, das mal keinen prominenten Vorbesitzer hatte, aber eben so ist wie eine wohlhabende Familie fuhr, und das ist das Cabrio aus dem PS-Speicher. So bewegte man sich damals mit 4 bis 5 Personen auf großer Reise, hatte großen Kofferraum, hatte mit 140 PS auch genug Leistung, aber im Allgemeinen auch keine Ambitionen, damit dann besonders sportlich zu fahren. Herzlichen Dank, Johannes. Wenn auch ihr bei der Klassikgala in Schwetzingen dabei sein wollt, könnt ihr das machen nächstes Jahr vom 2. bis 4. September. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Halt, nicht so schnell. Unser Maybach ist mittlerweile wieder heil zu Hause angekommen und wir haben sogar einen Preis gewonnen. Erster Platz, Klasse 1, Ehrenmarke Maybach. Ist doch nicht schlecht, oder?